Hallo und herzlich willkommen bei Feels Like Adventure. Ich bin Hauke und zusammen mit meiner Frau Diana und unserer Hündin Leia sind wir gerade auf Langzeitreise durch Europa. Aktuell befinden wir uns auf dem Weg die Atlantikküste entlang mit unserem VW Käfer Kalle. Und den wollte ich heute euch einmal ein bisschen vorstellen. Kalles voller Name ist übrigens Sir Karl Friedrich von Luftgekühlt und Kalle ist ein VW Käfer 1300 aus dem Modelljahr 69. Und wer uns schon länger verfolgt oder wer jetzt mal dieses Video da oben anklickt, der wird auch sehen, dass Diana und ich uns über eine VW Käfer Gruppe kennengelernt haben, dass wir einen Käfer als Hochzeitsauto haben und dass dieses Auto hier einfach mein absolutes Traumauto ist. Als Besonderheit hat Kalle eine Minderausstattung, das heißt, er ist eigentlich ein 1300er, hat aber nur den 1200er Motor, also den 34 PS Motor. Und da das Herz beim Käfer ja hinten schlägt, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal von hinten nach vorne durch und ich zeige euch ein bisschen, wie wir so mit dem Käfer reisen und leben. Wie gesagt, schlummert hier im Heck der originale 1200er Motor, das heißt 34 PS. Und die Besonderheit ist, es ist wirklich noch der Originalmotor Matching Numbers von 1969. Der wurde natürlich, wie auch der komplette Käfer, schon mal revidiert, nämlich im Jahr 2014 wurde das Ganze fertiggestellt. Für die Reise habe ich nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Ich habe hier oben ein sogenanntes Blaze Cut System, das ist ein automatisches Feuerlöschsystem eingebaut. Wir haben hier ein Ölthermometer, das Anzeigegerät dafür haben wir vorne im Cockpit. Und ich glaube, die größte Änderung ist hier das 123 Ignition oder 123 Ignition Set. Das ist eine elektronische Zündung, die ist per Bluetooth steuerbar. Da habe ich auch eine Wegfahrsperre drin, aber vor allem habe ich nie wieder Probleme mit Zündkontakten und Kondensatoren. Ansonsten ist es hier hinten ziemlich aufgeräumt und gibt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben noch eine Nebelschlussleuchte nachgerüstet, das hat bereits der Vorbesitzer gemacht. Naja, und hier hinten die Auspuffrohre, die sind aus dem Zubehör und mit der ganzen salzigen Luft hier am Meer rosten die im Zeitraffer. Da wird also nach der Reise irgendwann mal neu hinkommen. Hier im Innenraum herrscht hauptsächlich Chaos, denn hier ist alles drin, was wir zum Campen, zum Leben und zum Arbeiten brauchen. Hinter der Rücksitzbank haben wir ein kleines Gepäckabteil, da sind alle unsere Klamotten drin, Schwimmsachen, persönliche Hygieneartikel und so weiter. Auf der Rücksitzbank haben wir dann einmal unsere Kühltruhe stehen, dazu, also alles zum Thema Küche und so weiter, kommt auch nochmal ein separates Video. Dann unsere komplette Kameraausrüstung, unsere Powerstation, auch wie wir das mit der Elektrizität machen, gibt es nochmal ein extra Video zu. Und dann noch so allerlei unsere Küchenbox, Getränke, Wasserkanister, Jacken und so weiter, liegt alles hier drin. Hier vorne ist es dann ziemlich entspannt, weil da sitzen hauptsächlich wir. Da haben wir ein bisschen was zu trinken, ein paar Snacks und ja, mehr eigentlich auch nicht. Aber dann bleibt ja noch der vordere Kofferraum. Da der Käfer ja den Motor hinten hat, ist hier vorne noch Platz für allerlei, sage ich mal. Vorne angefangen haben wir hier einmal das Reserverad. Da haben wir so eine schöne Tasche, wo wir ein bisschen Werkzeug unterbringen können. Haben wir zwar alles mit, haben wir aber für den Käfer noch nie benutzt, beziehungsweise nur für Kleinigkeiten, weil bisher hält er toi 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 richtig gut durch. Dann haben wir hier unser Solarpanel. Wie gesagt, auch dazu kommt nochmal ein extra Video. Hier ist unser Tisch, das ist ein Bambus-Falltisch von Obelink, den haben wir auch im Bulli immer, allerdings in einer Nummer größer oder 2 Nummern größer. Der passt hier perfekt rein. Noch mehr Werkzeug, wir haben hier Hundesachen, also Leckerlis, Hundehandtuch, wir haben hier Konserven drin, allerlei, was man so fürs Camping braucht, Karabiner, Nähzeug, eine Wäscheleine, unser Strandtuch. Dort haben wir unsere
Abwaschschüssel, da ist zum Beispiel ein Sieb drin, aber da verstauen wir während der Fahrt auch unsere Lampen. Hier diese zum Beispiel. Und dann auf der anderen Seite liegen noch unsere Stühle, die ihr auch schon aus einem anderen Video von uns kennt. Hier vorne das Wichtigste, naja nicht ganz, eine Hängematte und ja, das war es eigentlich auch schon, was wir hier vorne drin haben. Man sieht, es passt eine ganze Menge rein in den Käfer. Wir haben jeden Quadratzentimeter, Kubikzentimeter hier wirklich möglichst perfekt ausgenutzt. Und eine Sache fehlt ja noch, nämlich wo schlafen wir? Und das ist da oben auf dem Dach, da gucken wir jetzt mal hin. Ja, auf dem Dach des Käfers haben wir ein Dachzelt, das ist ein Wikiwood Little Bamboo 125. Das haben wir uns jetzt vor der Reise gekauft und das ist wirklich super schnell aufgebaut. Ich würde sagen, ich blende hier unten mal einen Timer ein und dann bauen wir das Ganze mal im Zeitraffer auf und ihr seht, wie lange wir brauchen. Und das war's schon. Zelt steht. Jetzt kann man oben noch ein bisschen die Decken und die Kissen reinräumen und dann kann man sich schlafen legen. Jetzt wisst ihr, wie wir aktuell mit unserem Käfer unterwegs sind, wie wir hier reisen und leben und wie wir vor allem alles verstaut haben. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare, damit wir versuchen, sie alle möglichst umfassend zu beantworten. Also zumindest solange es einigermaßen vernünftige Fragen sind. Ansonsten vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, einen Daumen hoch zu lassen und vielleicht auch die Glocke zu aktivieren. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Wie gesagt, kommt noch ein Video zu unserem Küchensetup und zu unserem Stromsetup. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen Reisevideos, die anstehen, weil wir sind ja auf Langzeitreise, wir erleben ganz viel. Also, bis dahin, ciao.